Deutschland rutschte im Mai 2023 in eine technische Rezession. Doch was bedeutet das für uns? Auf Twitter habe ich euch gefragt, ob ihr mehr darüber erfahren möchtet. Über 75% von euch wünschten sich mehr Infos. Von daher, ihr Lieben, das ist dabei rausgekommen. Viel Spaß! Bitte denkt dran, dass dieses Video keine Anlageberatung darstellt. Bevor wir uns die Bedeutung einer technischen Rezession anschauen, ist es wichtig zu verstehen, was eine technische Rezession überhaupt ist. Als ich Ende 2020 Krypto für mich entdeckt habe, wusste ich davon nämlich gar nicht viel. Erst nach meinen ersten Investitionen habe ich angefangen, mich mit dem Markt und meinen Lebenszielen zu beschäftigen. Seit dem ersten Tag bis heute habe ich vieles gelernt und täglich lerne ich weiter dazu. Wir sprechen von einer technischen Rezession, wenn unsere deutsche Wirtschaft 2 Quartale in Folge, quasi ein halbes Jahr lang, Minus macht. Gemessen wird unsere Wirtschaftsleistung am Bruttoinlandsprodukt. Im Q4 2022 schrumpfte unser Bruttoinlandsprodukt um 0,5% gegenüber dem Quartal zuvor. Im Q1 2023 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt nochmal um 0,3%. Zweimal roter Balken, in Summe macht Rezession. Die technische Rezession hat Schwächen. Der technischen Rezession ist es egal, wie stark die Wirtschaft Minus macht. Minus 0,3% wie Q1 2023 heißt roter Balken. Das ist leicht rückläufig, aber es ist kein Vergleich zu der weltweiten Finanzkrise 2009 oder zu der Corona-Krise. Da sackten wir im zweiten Quartal 2020 minus 9,5% ab. Die technische Rezession nimmt nur 2 Quartale ins Visier. Ob es der Wirtschaft davor gut ging und wir nach einem Boom abkühlen oder ob wir bereits aus einer länger andauernden Flaute ins Minus abrutschen. Das ist ein großer Unterschied. Wie sieht es denn im Langzeittrend für die deutsche Wirtschaft aus? Hier siehst du den Langzeittrend gemessen am jährlichen Bruttoinlandsprodukt. Du erkennst, dass die deutsche Wirtschaft seit der Nachkriegszeit einen Abwärtstrend erlebt. Das Bruttoinlandsprodukt zwischen 2000 und 2020 wuchs nur rund 1% pro Jahr, zwischen 1950 und 1970 dagegen noch um 6,4%. Die weltweite Finanzkrise 2009 und die Corona-Krise 2020 waren die 2 schwersten Rezessionsphasen von insgesamt 7 Rezessionen seit der Nachkriegszeit. Ob wir jetzt die technische Definition hernehmen mit den 2 Quartalen oder ein ganzes Jahr, als Verbraucher müssen wir uns einschränken, Quartal hin oder her. Unter der Last der immensen Inflation ist der deutsche Konsument in die Knie gegangen und hat die gesamte Volkswirtschaft mit sich gerissen. Meine Rede, gern würde ich mehr Geld für Lebensmittel oder Kleidung ausgeben, doch die Inflation macht alles teurer. Das Gift der Inflation wird mit dem Gegengift hoher Zinsen bekämpft. So schaut's aus. Wir würden gern mehr Autos und Häuser in Auftrag geben, doch wir müssen wegen der angehobenen Zinsen draufzahlen. Da warte ich lieber auf bessere Zeiten. Wir würden gern mehr in Krypto und Co. investieren, aber wir müssen für den Lebensunterhalt sparen. Die Energiepreise sind explodiert und wenn es dumm läuft, müssen wir unsere Häuser sanieren. Die Bundesregierung hat sich im April geeinigt, eine eingebaute Heizung soll ab 2024 zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Die Klimawende wird teuer, Leute. Mehr dazu findest du in meinem Video Krypto und Immobilien. Alles wird teurer, aber das Gehalt bleibt gleich. Inflationsprämien im Lohn merken wir nicht wirklich. Unserem Arbeitgeber gehen die Fachkräfte aus. Wir haben Angst, unseren Job zu verlieren oder in Kurzarbeit zu müssen. Ergo noch weniger Geld. Alles in allem, für uns bedeutet Rezession mehr Einschränkung in der Freizeit und zugleich mehr Belastung auf der Arbeit. Unsere Work-Life-Balance kippt. Eine technische Rezession kann uns scheiße nochmal emotional belasten. Ich möchte dir daher 4 Tipps für die nächste Zeit mit auf den Weg geben. Vielleicht helfen dir meine Gedanken ein wenig, um mit der Situation umzugehen. Tipp 1. Emotionen. Das hatte ich bereits in meinem Video zu dem Portfolio erwähnt. Es ist wichtig, daher nochmal Stopp. Tief Luft holen. Kaufe und gerade jetzt verkaufe nichts aus Emotionen heraus, nur weil Kurse steigen oder gerade jetzt fallen. Lerne mit deinen Emotionen umzugehen und nimm dir Zeit, in Ruhe darüber nachzudenken. Tipp 2. Lerne zu verstehen, warum die Rezession dich beeinflusst. Beeinflusst die Rezession deine Gedanken um die Arbeit? Hast du Angst, dein Einkommen zu verlieren? Hast du vielleicht Kredite aufgenommen, die dich nachts nicht ruhig schlafen lassen? Wenn du dir diese Fragen beantworten kannst, hast du einen konkreten Anhaltspunkt, die Dinge zu lösen. Sorgen und Ängste werden kleiner, weil du sie zulässt und nicht verdrängst. Es gibt das Kitlins-Gesetz, das sagt, wenn du das Problem definiert aufschreiben kannst, dann ist es schon die halbe Lösung. Tipp 3.
Rezession ist keine Ausrede. Lasse deine finanziellen Ziele nicht hängen, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Zum Beispiel, ich habe dir in meinem Video zum Portfolio von meinen Zielen erzählt. Wenn ich eines Tages finanziell frei sein möchte, muss ich lernen, mit der Rezession umzugehen. Auch wenn ich gerade weniger Geld übrig habe, investiere ich trotzdem. Selbst wenn es nur 10 Euro sind. 10 Euro sind 10 Euro. So wächst mein Portfolio auch in schlechten Zeiten. Und diese Aktion macht mir persönlich Mut. Auch du kannst jeden Tag für deine Ziele etwas tun. Bei alledem, bitte denk dran und investiere natürlich nicht das Kapital, welches du zum Leben brauchst. Tipp 4. Jede Rezession ist eine neue Chance. Nutze die Chance, um dich für die nächste Phase besser aufzustellen. Überlege dir, was du tun kannst, um dich nicht von einer Einkommensquelle allein abhängig zu machen. Mache dir Gedanken, was du wirklich im Leben brauchst. Wofür möchtest du dein hart erarbeitetes Geld ausgeben? Betrachte die Rezession als eine neue Chance, dein Kapital besser zu managen. Hol dir Impulse, um endlich die Dinge anzupacken, die du lange aufgeschoben hast. So, das waren ein paar Worte zur Rezession. Vielleicht konnten dir die Tipps ein wenig helfen. Hast du schon mal von einer Rezession profitiert oder etwas verloren? Hast du ein paar Tipps für uns? Schreib uns doch gerne einen Kommentar. Abschließend möchte ich noch eins sagen. Es ist so salopp dahergesagt, doch nach schlechten Zeiten kommen, es müssen wieder gute Zeiten kommen. Wir müssen verdammt nochmal nur einmal durch dieses Tal. Nutze diese Zeiten für dich und die Menschen, die dir im Leben etwas bedeuten. Kümmere dich um deine Gesundheit und erkunde neue Möglichkeiten für deinen Alltag. Suche nach den kleinen Dingen im Leben, die dich glücklich machen. Dein Kaffee in der Hand, die Sonne im Gesicht und selbst wenn es nur mein Lächeln auf dem Bildschirm ist. Dein reiches Leben beginnt immer bei dir. Ach ja, unsere Finanzwelt beeinflusst Krypto, Krypto beeinflusst unsere Finanzwelt und noch viel mehr. Auf meinem Kanal findest du weitere Zusammenhänge zwischen Krypto und der Immobilien, Sport und sogar der Gesundheitsbranche. Schau es dir unbedingt an, es ist super spannend. Die Links zu den Videos findest du unten angepinnt als Kommentar und in der Beschreibung. Bis dann bleibe ich von Kryptos fasziniert. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Über 75% von euch wünschen sich 2023 schrumpfte. Die Klimaanwende wird teuer, Leute. Die Klimaanwende. Lasse deine finanziellen Ziele